Ja, hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich die Polar Pacer Pro auf dem Tisch, beziehungsweise es geht heute um die Navigation. Ich habe auf Komoot wieder eine Tour geplant, so wie ihr es hier auf dem Kanal gewohnt seid, und entsprechend werde ich die Tour auch in der Praxis durchführen. Als erstes stelle ich euch einfach kurz vor, wie das Ganze mit Komoot funktioniert, wie ihr Touren synchronisiert bekommt, und im zweiten Teil gibt es dann wie immer einen Praxistest, wo ich dann einfach zeige, wie das Ganze dann ja in der Praxis aussieht. Ich muss mich aber jetzt hier vorweg schon mal für den Ton entschuldigen. Ich hatte ein bisschen Windprobleme gehabt, also hier und da kann es sein, dass mit dem Ton etwas nicht so perfekt ist. Ich habe das so gut wie möglich rausgefiltert, also bitte mir das zu verzeihen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Viel Spaß! Um Komoot mit Polar Flow verwenden zu können, beziehungsweise dann mit der Uhr navigieren zu können, müsst ihr natürlich erstmal die entsprechenden Konten verbinden. Und das geht eigentlich ganz einfach. Ihr geht hier auf die Polar Flow Seite und dann geht ihr auf euer Konto, und zwar hier auf euer Benutzer. Da geht ihr einmal drauf. Und wenn ihr dann auf die Einstellung gegangen seid, seht ihr auch schon hier den Reiter Partner. Da geht ihr einfach dann entsprechend drauf. Ja, dann seht ihr auch schon, mit welchen Konten ihr das alles verbinden könnt. Wir können einmal hier Strava verwenden. Dann gibt es hier Training Peaks für die Planung. Dann FitnessPal für die Kalorien-Tracking, wenn ihr Kalorien tracken wollt. Nike Plus für alles, was rund um Nike Plus zu tun hat. Ich nutze es selber jetzt nicht. Dann Stride Power Center, also wenn ihr Stride habt, könnt ihr auch entsprechend hier den Foodpod verwenden und natürlich hier Komoot. Und wenn das Ganze dann noch nicht verbunden ist, müsst ihr das entsprechend hier verbinden und könnt dann hier eure Konten miteinander verknüpfen. Ja, wenn ihr denn jetzt eine Strecke geplant habt, ich habe zum Beispiel hier die Polar Pacer Pro Testlaufstrecke gemacht, die habe ich jetzt einfach mal hier am 7. Mai geplant, das ist auch die Strecke, die wir gleich sehen wollen. Um das Ganze dann mit der Uhr synchronisieren zu können, müsst ihr einfach dann nochmal auf Polar Flow gehen und dann sehen wir jetzt hier nochmal das Startfenster bzw. Startmenü. Und das Ganze läuft hier aber auf der Web-Oberfläche, das heißt, auf der App ist es eigentlich nicht einstellbar. Ihr könnt nur die Favoriten sehen, aber dann nicht verwalten, zumindest aktueller Stand jetzt. Dann geht ihr hier einfach oben auf den Stern. Ja, dann sehen wir einmal zwei Dinge, und zwar ist hier einmal Komoot und einmal Strava. Das heißt also, hier könnt ihr auch die Strava Live-Segmente verwalten. Das sieht man mir aktuell nicht, weil ich momentan Strava nicht abonniert habe. Es gibt auch die Möglichkeit, hier Routen zu importieren. Also man kann einfach hier drauf gehen und dann hier eine GPX oder TCX-Datei importieren, die man jetzt bei einem anderen Programm gemacht hat. Oder dann halt hier entsprechend, wenn ihr Komoot dann hier verbunden habt, könnt ihr dann die ganzen Routen hier importieren. Und es geht eigentlich ganz einfach. Wir haben hier einen Aktualisierungsfile, und wenn ihr dann jetzt hier entsprechend auf diesen Pfeil geht, dann wird das Ganze hier aktualisiert und werden die aktuellen, alle Routen gezogen, die dann entsprechend geplant sind. Wir sehen hier schon eine etwas längere Liste. Wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten, die Strecken zu verwalten. Einmal sehen wir hier, dass es hier chronologisch sortiert ist. Wir können aber hier auf der rechten Seite einmal hier die Strecken auch umsortieren. Das bedeutet, dass wenn ihr zum Beispiel hier die Stadtsachklamm oben haben wollt, dann könnt ihr es natürlich entsprechend der Reihenfolge sortieren. So wird die dann auch auf der Uhr angezeigt. Ich kann auch rechts hier dann entsprechend Strecken rauslöschen, indem ich sie rausixe. Oder ich kann dann hier auf der linken Seite, hier kann ich jetzt nicht die Sortierung machen, aber ich kann hier auch die Strecken verwalten und entsprechend auch hier die Strecken rausnehmen. Wir sehen jetzt hier, wenn ich das durchklicke, dass rechts dann die Strecken auch weniger werden. So, jetzt habe ich aber die Polar Pacer Pro Testlaufstrecke nicht ausgewählt. Das geht eigentlich dann ganz einfach. Ich setze hier einfach dann einen Haken rein. Automatisch, wenn ihr die Strecken synchronisiert, sind auch die Haken gesetzt. Das ist einfach nur mal zum Zeigen. Also wenn ich einfach hier den Haken rein und raussetze, dann wird es entsprechend mit der Uhr synchronisiert. Wir sehen auch hier oben dann nochmal, dass wir hier 17 von 100 Favoriten auf die Uhr bringen können, also maximal 100 Stück. Wenn ihr jetzt mehrere Uhren habt, dann könnt ihr die auch nochmal entsprechend hier verwalten. Also dann könnt ihr sagen, hier zum Beispiel Critics Pro kann jetzt zum Beispiel andere Strecken haben, wie jetzt zum Beispiel hier die Polar Pacer Pro. Wenn ihr dann den Haken hier gesetzt habt und dann entsprechend die Uhr nochmal mit Polar Flow der App synchronisiert, dann habt ihr die Strecke auf der Uhr. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal jetzt, wie es im Live-Betrieb aussieht, und switch einfach mal um. Ja, dann starten wir das Ganze mal. Dafür gehen wir jetzt hier in die Aktivität hinein, und das ist Laufen in dem Fall. Dann gehen wir hier auf das Zahnrad und dann können wir das Ganze hier entsprechend einstellen, indem wir hier auf die Route gehen. Dann wählen wir die Route aus, sehen wir schon hier Polar Pacer Pro Route, 8,28 Kilometer. Dann können wir uns die ganze Route nochmal im Detail anschauen. Hier ist der Verlauf der Strecke. Wir sehen auch hier, wir haben Doppelung drin. Also ich laufe einen Teil auch wieder zurück, was ich hinlaufe. Und dann sehen wir das Höhenprofil, was ich laufe. Man könnte hier noch eine Trinkerinnerung hinzufügen oder eine Essenserinnerung, aber das brauche ich jetzt in diesem Fall nicht. Und ich sagen, dann legen wir einfach los, drücken hier Start. Wir sind auch direkt schon an der Route, dann kann man einen Routenstartpunkt loslegen, beziehungsweise man könnte auch Punkt auf der Route machen. Und dann gehen wir einfach einen Punkt auf der Route. Ich bin schon ein Stück weiter gelaufen. Dann sagen wir jetzt okay. Dann sehen wir auch hier, das Ganze ist entsprechend ausgewählt. Und dann legen wir los. Dann geht's los. So, wir sehen jetzt auch hier, wenn wir jetzt starten, die Strecke hat noch 8,11 Kilometer. Das Weiße sind wir schon gelaufen und das Grüne ist noch vor uns, beziehungsweise das Dunkelgrüne, was ihr rechts seht,
das ist das, wo wir dann am Schluss zurückkommen. Also wir sehen auch hier gibt es eine Doppelung und wir sehen jetzt erstmal das hellgrüne, was wir laufen müssen. Und es gibt jetzt auch keine Probleme mit Abbiegehinweisen, dass man nicht weiß, wo man hin muss. Und ihr bekommt auch immer so eindeutige Pfeile. Also wir sind hier geht es eindeutig rechts. Und wir sind auch hier geht noch ein Weg geradeaus. Und hier geht auch ein Weg da lang. Und ihr bekommt es eindeutig angezeigt, dass ihr rechts müsst. Und auch sehr gut angezeigt auf der Karte. Und sobald ihr euch an den Punkt nähert, bekommt ihr auch nochmal so eine Vibration. Beziehungsweise ein Jetzt nochmal angezeigt. Und das ist auch wirklich sehr genau. Also trifft exakt zu. Ja, zur kleinen Einordnung. Wir gehen jetzt hier quasi den Berg da hoch, laufen das Stück hier hoch und dann da wieder runter, um auch ein bisschen das Höhenprofil zu zeigen, wie das Ganze dann mit der Höhe aussieht bei der Navigation. So, was an dieser Stelle noch interessant ist, ich bekomme jetzt hier auch, beziehungsweise ich bin hier an der Kreuzung, links, rechts. Ich bekomme jetzt hier keinen Abbiegehinweis, sondern das geht geradeaus, also wie in der Fahrschule. Solange nichts gesagt wird, immer geradeaus. Das ist jetzt auch bei der Uhr so, immer geradeaus. Ich werde jetzt aber absichtlich mal hier links abbiegen und einfach mal schauen, wann die Uhr reagiert und entsprechend hier uns den Abbiegehinweis gibt, beziehungsweise wir falsch sind. Na, sagen wir mal los. So, jetzt bekomme ich auch die Meldung falsche Richtung. Also wird hier auch eine Vibration ausgelöst. Und wir sehen jetzt hier, ich habe hier hinten, stand ich gerade an diesem weißen Banner hier und so hier ungefähr 30 Meter, etwa 25 Meter hat es gedauert. Dann kam die Meldung, dass ich dann wieder bitte auf die Strecke zurück soll. Ich korrigiere, 50 Meter waren es, da unten stehen 0,05 Meter, das ist genau die Abweichung. Das heißt, hier wird das Ganze dann ersetzt durch die Restkilometer, kommt dann quasi hier, wie weit man dann entfernt ist, entsprechend von dem Ziel bzw. von der Strecke. Was für den einen oder anderen auch noch interessant sein dürfte, man kann auch die Route umkehren, das heißt, wenn jetzt irgendwas ist oder ein Problem ist, dann könnt ihr auch quasi dann euch zurück navigieren lassen und lauft dann, ja, gegengesetzte Richtung. Gut, dann laufen wir weiter. Hier vorne kommt jetzt gleich eine Kreuzung, die ihr jetzt nicht seht. Also hier ist so ein Pfad, der da gleich abgeht und wir sehen es hier auch schon auf die Uhr. Der Pfad kommt auch schon. Schauen wir gleich mal. Und es ist halt wirklich Offroad-Gelände, was wir jetzt gerade waren gleich. Ich meine, so ein Landwirtschaftsweg kann jeder. Offroad ist dann immer interessant. Genau, aber das Ganze ist bei Komoot geplant und bei Komoot ist das Ganze ein schwarzer Strich bzw. ein schwarzer Weg. Und wenn wir jetzt mal laufen, wir laufen jetzt hier so ein bisschen in den Wängernden herum. Und wir sehen jetzt hier links, rechts und das ist wirklich das Profil, was wir sehen. Wir müssen hier runter, dann da lang, da wieder hoch. Ja, über den Berg hoch. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum kleinen Problem. Und zwar, wir sollen jetzt hier abbiegen, nach links. Hier zu den nächsten 30 Meter wird schon angezeigt, als nächste Abbiegung. Das Problem ist nur, hier war mein Weg. Offensichtlich nicht mehr. Und das ist das Problem von Komoot und jetzt nicht von Polar. Aber dadurch, dass ich jetzt keine Karte habe, müsste ich jetzt halt schauen, wie ich auf diesen Weg, der da hinten läuft, da läuft ein Weg hoch, wie ich auf den komme. Und das werde ich jetzt mal machen. Aber das ist natürlich die Problematik, die man hat, wenn man keine Karte hat. Ich blende euch jetzt einfach nochmal ein, wie es dann auf Komoot aussah, dass das Ganze jetzt hier auch wirklich so geplant war. Ja, und dann kommen wir auch schon zu einer Weggabelung. Wir sehen einmal hier wunderbar geradeaus der dunkelgrüne Pfeil und links der hellgrüne Pfeil. Und wir bekommen angezeigt, dass wir links abbiegen müssen nach 22 Metern. Und das wäre dann entsprechend die Strecke. Und hier kommen wir da herunter. Also wirklich sehr detailliert alles aufgezeichnet. Auch wenn die dunkelgrüne Strecke nach unten jetzt nicht wäre, man kann ja wirklich sehr gutes Profil erkennen, dass es hier so schräg abgeht. Das wird wirklich sehr gut detailliert dargestellt. So, dann haben wir noch eine andere Art von Weggabelung. Und zwar, wir sehen jetzt hier, das Grüne, da geht rechts ein Weg raus und links, ja leicht links. Und wir bekommen jetzt hier bei der Polaruhr auch wirklich oben angezeigt, ja, links der grüne Pfeil und so ganz leicht angedeutet dann was rechts abbiegt. Also wir sehen hier wirklich eine Gabel und wir wissen jetzt auch an, ja, wo wir eine Gabel abbiegen müssen. Das ist wirklich sehr top und das können sich andere Hersteller auch eine Scheibe von abschneiden, weil das ist wirklich klasse. Das erleichtert alles ein bisschen, beziehungsweise ja, ersetzt so ein bisschen die Karte, die manchmal etwas fehlt. Und ja, was wir übrigens auch noch sehen ist, dass wir dann auch, wenn wir auf dem Datenfeld sind, oben dann entsprechend eine Anzeige bekommen, dass wir abbiegen müssen. Beziehungsweise, wenn ihr dann da an der Kreuzung seid,
dann bekommt ihr auch dieses Jetzt-Symbol angezeigt. Also das ist dann immer hier entsprechend. Und wenn das dann erreicht worden ist, bekommen wir die restlichen Datenfelder dann. Wir sind jetzt hier 151 Höhenmeter, also das ist jetzt die aktuelle Höhe, 55 Meter Aufstieg gemacht. Und ihr könnt euch auch live die Steigung anzeigen lassen, hier jetzt 3%. Und was die PESA Pro auch noch anbietet, ist dann auch eine Wattmessung. Wir sehen jetzt hier, steht jetzt gerade, das geht's runter, aber ich habe da dann auch eine Wattmessung dabei. Ja, und der Hillsplitter macht auch seine ganze Arbeit. Wir sehen jetzt hier zweiter Aufstieg und Distanz 210 Meter habe ich jetzt schon gemacht, Anstieg 13 Meter. Und so bekommen wir im Berg dann immer so einen aufgeteilten Wistern, wie das Ganze hier sich so ergibt. Ja, was wir auch angezeigt bekommen, ist unser Profil. Wir sehen einmal links das dunkelgraue, sind wir jetzt gelaufen, das hellgraue rechts müssen wir noch laufen. Wir sehen hier so halber Anstieg haben wir jetzt hinter uns. Und wir sehen auch, dass ich momentan 0 Höhenmeter runtergelaufen bin, 81 Meter hoch, 60 sind noch übrig und 142 geht es noch danach runter. Genau, so habt ihr dann immer euren Berg im Überblick. Ja, dann kommen wir auch schon zum Fazit der PESA Pro von Polar, was die Navigation angeht. Ich finde die Navigation wirklich sehr gut gelungen. Also man sieht dafür, dass es keine Karte ist, sehr gutes Profil der Strecke. Also man sieht ganz genau, wo man langlaufen muss, auch mal bei, ich sag mal, kritischen Situationen. Weggabelungen werden gut angezeigt, es kommt immer on top, also wirklich, wenn ihr auf dem Punkt seid, kommt direkt der Abbiegehinweis, also ihr kriegt es 30 Meter vorher und dann nochmal, wenn ihr direkt am Punkt seid. Und da muss ich sagen, ist die Uhr wirklich sehr genau. Ich hatte jetzt nicht so irgendwie, dass ich da 5 Meter weiterlaufen musste oder sowas. Ich hatte wirklich immer on top auf dem Punkt und es war sehr positiv, wobei ich muss auch jetzt fairerweise sagen, ich bin viel im Freigelände gelaufen. Heute habe ich es leider zeitlich nicht geschafft, im Wald zu laufen. Da muss man es nochmal testen, ob es vielleicht da Probleme gibt. Aber ich bin jetzt hier so ein bisschen, ja, auch abschattig und es funktioniert trotzdem gut. Also ich bin da zuversichtlich, dass da eigentlich auch keine Probleme sind. Auch das Thema Kompass. Es gab jetzt hier schon da mal Anmerkungen wegen Kompass. Ich habe jetzt den Kompass einmal einstellen müssen beim allerersten Lauf. Da müsst ihr die Uhr so ein bisschen hin und her bewegen und so ein paar Sachen machen. Hatte ich jetzt bei der zweiten Navigation nicht mehr und auch jetzt keine Anmerkungen, als ich jetzt gestanden bin. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Bug war von der Software bei jemandem. Auf jeden Fall, das Problem habe ich jetzt aktuell nicht gehabt, was nicht heißt, dass es bei jemandem kommen könnte. Ich muss dabei bleiben, was die Krümelnavigation angeht, ist Polar das Beste, was es auf dem Markt gibt. Also dicht gefolgt ist natürlich Coros, die kriegen das auch ganz gut hin. Weit abgeschlagen davon finde ich ist Suunto. Da macht Polar wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Wobei ich mir doch dann, ja, zum Beispiel bei der Critics Pro hätte ich mir das auch schon gewünscht, als Outdoor-Uhr doch mal hier und da doch gerne eine Karte hätte, gerade wenn das Problem Waldarbeiten sind, wenn ihr im Wald unterwegs seid und ist ein Weg gesperrt und ihr könnt jetzt nicht entsprechend sagen, okay, ich laufe jetzt die Strecke weiter, muss eine alternative Route laufen. Da wäre vielleicht manchmal eine Karte hilfreich, beziehungsweise ihr müsst dann halt entsprechendes Handy dabei haben und das dann umplanen und korrigieren. Ich denke mal, für die meisten wird es aber ausreichend sein, weil die meisten werden wahrscheinlich laufen gehen, so wie ich das jetzt mache, so eine Tour von 8 Kilometer einfach joggen und entsprechend hier dann ja eine Route ablaufen, was Neues kennenlernen. Dafür ist es auf jeden Fall top. Im Gebirge weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich bin jetzt keiner, der im Gebirge unterwegs ist. Schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare, wie es sich da verhält, ob das da auch ausreichend ist oder sagt, okay, da hätte ich gerne eine Karte, ja, damit ich auch weiß, wo ich bin, beziehungsweise was dann eventuell die Ausweichrouten sind. Wenn euch noch mehr von der Polar PESA Pro interessiert, ich habe hier oben mal ein Review gemacht, das verlinke ich euch. Da habe ich das Ganze mal vorgestellt an Funktionen. Die Uhr teste ich jetzt noch, also wenn euch das interessiert, lasst auch gerne ein Abo da. Ansonsten, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier auch eine Best-of-Liste meines Kanals, da kannst du mal reinschauen, was ich sonst so alles für meinen Kanal mache. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, wünsche alles Gute, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.